Willkommen zum dritten Teil von Fahrschule on Tour. Auch hier zeige ich euch wieder, was die anderen sich so alles leisten und wovon ihr euch bitte kein Beispiel nehmen solltet. Wir fangen mal wieder klein an mit den Fahrradfahrern. Autofahrer meckern immer wieder über Fahrradfahrer, andersrum geht das genauso. Hier ignoriert der Pkw-Fahrer vor uns beinahe komplett, dass das Fahrrad Vorfahrt hat. Ja, auch Fahrräder haben Rechte. Der schlechte Ruf von Fahrradfahrern kommt von solchen Fahrradfahrern dort vorne in der Kreuzung. Es ist jetzt leider ein bisschen schlecht zu sehen gewesen, da es in der Entfernung ist. Daher mache ich das Bild mal ein bisschen größer, damit man es besser erkennen kann. Das Fahrrad fährt einfach stumpf über Rot. Der Kleintransporter von gegenüber muss runterbremsen und kommt beinahe komplett zum Stehen. So etwas aus der Ferne zu beobachten ist natürlich was völlig anderes, als wenn man es live erlebt. Alter, das kann nicht angehen. Wenigstens hatte er noch entschuldigend den Arm gehoben. Es geht weiter mit den Rotlichtverstößen, was ja auch der Titel dieses Videos ist. Es wird von Mal zu Mal schlimmer, schaut's euch einfach an. Nein. Ach so, Hallo. Hä? Ja, rot, scheißegal. Was? Das ist ganz schön knapp an mir vorbei. Und auch verdammt schnell, der hatte locker 60 bis 70 drauf. Wenn ich eine Pfeil- bzw. Abbiegeampel habe und grün habe, hat der Gegenverkehr rot. Ah ja. Der hat aber eigentlich rot. Kann man auch mal ignorieren. Hier geht's um den hinter uns. Beobachte mal rechts oben eine Heckkamera. Dem kann es einfach nicht schnell genug gehen. Das hier könnte man als kreatives Überholen einstufen. Oh Gott. Okay. Läuft bei ihm. Ja. Hier geht es um den LKW-Fahrer vor uns. Entweder hat er keinen Bock zu stoppen oder hat Angst, dass seine Ladung verrutscht. Jedenfalls gibt er jetzt nochmal kräftig Gas, um drüber zu ziehen. Ja. Er wollte jetzt nicht stehen bleiben. Hier geht es um den PKW ganz vorne, der markierte dort. Ich spule das Ganze mal ein bisschen vor, bis zur Stelle, die ich meine. Und jetzt beobachtet mal bitte vorne die Ampelkreuzung, geradeaus spulen. Da ist er wieder. Die Ampel ist schon Ewigkeiten rot und er fährt da einfach ganz entspannt rüber.
Der Querverkehr ist absolut irritiert und wildes Gehupe, aber das habe ich rausgeschnitten. Im späteren Verlauf habe ich dann gesehen, es war ein älterer Herr. Am Ende der Straße rechts abbiegen. Der kleine Smart, auf den wir jetzt an der Kreuzung treffen, steht da schon ein bisschen länger. Beide Insassen gucken die ganze Zeit auf irgendwas unten, also sind anscheinend mit dem Handy beschäftigt oder ähnliches und kriegen nicht mit, was um sie herum passiert. Will der noch weiter oder schläft der? Was macht der? Sehr schön war zu erkennen, direkt nach dem Hupen gingen beide Köpfe hoch und guckten sich um. Grünampelschläfer kommen immer wieder vor. Hier ist jetzt ein bisschen extrem, wenn der Timer startet, ist die Ampel grün und der Fahrer oder Fahrerin guckt immer noch aufs Handy oder was auch immer. Zumindest wird nicht die Ampel beobachtet. Aber der merkt ja gar nichts. Och, Leute. Satte 10 Sekunden hat es jetzt gedauert, bis die Person endlich mal reagiert hat. Aber es geht noch besser, wartet's ab. An der Ampel dort vorne möchten wir links abbiegen. Wenn der Timer startet, steht sie auf grün. In der Linksabbiegespur stehen 2 Pkw. Der erste pennt anscheinend total und der zweite auch, denn der hupt nicht mal. Es dauert jetzt satte 16 Sekunden, bis sie sich bewegen. Wir haben das Nachsehen, denn die Ampel springt wieder auf Rot. Das Überholen ist auch eine Kunst für sich. Also überholt bitte nur, wenn ihr alles frei sehen könnt. Gegenüber überholt jetzt ein LKW einen Trecker. Der konnte uns vorher nicht sehen, hatte mit dem Überholvorgang begonnen und muss jetzt eng vorm Trecker wieder einscheren, damit er uns nicht zu nahe kommt. Überholt nur, wenn ihr klare, weite Sicht habt. Das Blindüberholen ist aber irgendwie ein Volkssport, denn viele machen das. Hier in der Steigung, der vor mir Fahrende sieht null, ob was entgegenkommt, setzt zum Überholen an, weil er denkt, das geht mal eben fix. Und schon kommt ihm auch ein PKW entgegen, sodass es etwas enger wird. Bei solchen Überholvorgängen, wo man nicht sehen kann, kann nicht nur der Entgegenkommende gefährdet werden, sondern auch die man überholt. Der PKW muss eng wieder einscheren, weil ich entgegenkomme und gefährdet im Grunde die Fahrradfahrer. Ungeduld ist auch immer so die typischste Ursache zum schnell noch überholen. Hinter uns war eigentlich noch genug Platz zum Einscheren, aber es musste unbedingt vor uns sein, denn garantiert wegen dem Fahrschulschild. Sich hinter einer Fahrschule einzusortieren und ein bisschen abzuwarten geht gar nicht. Es geht um den silbernen PKW vorne links in der Spur. Beobachtet einfach mal, was der so drauf hat. Ja. Wieso nicht? Hier geht es jetzt um das, was hinter uns passiert. Hinter uns überholt ein blauer PKW einen anderen. Wir sind in einem 30er-Bereich, weil dem einfach alles viel zu langsam geht. Und das geht auch noch so weiter. Es geht alles viel, viel zu langsam, vor allem, weil wir bestimmt auch Fahrschule sind. Ja, scheiße, ja. Der war schon so dicht im Kreisverkehr. Also. Hast du das gesehen, wie dicht der im Kreisverkehr schon war? Man kann es doch nicht so eilig haben, um andere dafür zu gefährden, oder? Das hier ist eine Zone 30 mit rechts vor links. Die arbeiten wir jetzt nach und nach ab. Dem hinter uns geht es einfach nicht schnell genug, denn die Ungeduld der anderen Autofahrer ist schier unermesslich. Was ich damit meine, seht ihr gleich, wenn ich vorspule.
Hier sind wir auf der Autobahn in einem freigegebenen Bereich. Unsere Geschwindigkeit pendelt zwischen 120 und 130 und ich sehe im Rückspiegel ein schnelleres Fahrzeug auf uns zukommen. Daher fordere ich gleich meine Fahrschülerin auf, den Fahrstreifen zu wechseln. Wechsel mal rechts rüber, bitte. So mal ein bisschen was für die allgemeine Bildung. So eine Linie auf der Autobahn ist 6 Meter lang. Die Lücke zwischen den Linien ist 12 Meter lang. Deswegen kann ich gleich ganz genau bestimmen, wie dicht uns das Fahrzeug aufgefahren ist, bevor wir den Fahrstreifen endlich verlassen haben. Wir haben den Fahrstreifen noch gar nicht ganz verlassen und er sitzt uns mit einer Linie Abstand, also ca. 6 Metern hinten dran und das bei 120. Eigentlich hätte er 60 Meter Abstand lassen müssen, halber Tachowert in Metern. Der bessere Abstand wäre außerorts tatsächlich 2 Sekunden. Hätte meine Fahrschülerin wegen irgendwas plötzlich bremsen müssen, hätte er uns voll hinten drin gesessen. Der schwarze PKW, der da vorne rechts gleich aus der Ausfahrt kommt, der sieht mich. Der Fahrer sieht mich. Trotzdem fährt er raus. Der Passant, der da links am Rand steht, schüttelte auch nur mit dem Kopf. Hat er auch nicht verstanden. Kommen wir mal zu Vorranggeschichten. Also das ist ja auch immer so eine Sache bei anderen Autofahrern. Jemand anderen Vorrang geben ist echt schwierig. Also es wird von Mal zu Mal enger. Schaut's euch einfach an. Ja, das gut reicht. So. Ein Scheißernst. Die Situation gleich ist auch markant für die anderen Autofahrer. Der guckt nicht mal, als er in den Kreis reinfährt. Der hat mich gar nicht wahrgenommen und zieht einfach raus. Hätte ich nicht gebremst, hätte es gekracht. Oh, weiter, Mann. Dass er da am Ende nochmal stehen blieb, lag daran, dass er mich da erst bemerkt hatte und verwundert war, wo ich herkam. Dass es da vorne in der Kreuzung gleich nicht zu einem schweren Frontalunfall gekommen ist, ist ausschließlich der guten Reaktion des Fahrers in dem kleinen weißen Kastenwagen zu verdanken. Schaut's euch selber an, das war scheiße knapp. Oh. Ganz am Ende, als der andere schon weg ist, hört man noch so ein leises Möp. Der Fahrer von dem kleinen weißen Kastenwagen war wohl so schockiert, der hat die Hupe im ersten Moment nicht getroffen. Hier nochmal ein kleines Beispiel dafür, was man im absoluten Notfall tun sollte, falls man nicht auf die Autobahn kommt. Das ist auch völlig in Ordnung für die praktische Prüfung. So nämlich auch in der praktischen Prüfung geschehen. Links auf der Autobahn ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Sperrung wird hier an der Zufahrt aufgehoben und die beiden LKW da links vor uns möchten gerne wieder in den rechten Fahrstreifen rein. Der erste wechselt rüber und bei dem grünen, der jetzt genau neben uns ist, sind wir im toten Winkel. Wir sind unsicher, ob der Fahrer im grünen LKW weiß, ob wir da sind. Deswegen macht meine Fahrschülerin genau das Richtige. Gibt nochmal Gas, auf dem Standstreifen weiter, am ersten vorbei, in die große Lücke rein, sicher reingewechselt. Bleibt niemals stehen am Ende des Einfädelungsstreifens, außer es ist eine Mauer am Ende. Sonst fahrt einfach im Standstreifen weiter und sortiert euch sicher ein. Wenn es euch soweit gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen in nördliche Richtung freuen. Ein Abo ist nicht zwingend, aber wäre natürlich auch ganz super. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem wann ihr da schaut und bis zum nächsten Mal.